Minus 19.399 €. Ja, ein Carrera Compact Suite MB Edition Pepper. Das Ganze aus Dezember 22. Hättet ihr ja noch bis Januar warten können mit der Zulassung. Nee, aber die liefen schon übers Jahr. Deswegen, die waren schon nötig. Das ist kein Kundenfahrzeug, das ist nämlich ein Testfahrzeug, ein Vermietfahrzeug, was wir vielen Kunden anbietet, damit sie das auch mal testen können. Man kann es aber auch ganz normal in Urlaub mitnehmen. Was hat denn der gelaufen jetzt? Der hat jetzt knapp 20.000 gelaufen. So, wenn der Kunde ihn kriegt, sagen wir mal 25, 26? Genau, zwischen 25 und 26 hat er dann gelaufen, richtig. So, Auto ist nicht gewaschen, aber Der ist also frisch zurückgekommen. Ne? Im Prinzip meine nicht gewaschenen Autos, die sehen deutlich schlimmer aus. Das ist schon. Die werden bei euch bei jedem Zurückkommen auf Herz und Nieren getestet. Alles wird repariert. Das Alles ist so. Wird repariert, instand gesetzt und damit auch der nächste Mietkunde Spaß am Fahrzeug hat. Oft sind es Kleinigkeiten. Wir haben gerade eben gezeigt, da ist mal ein Band gerissen von der Verdunklung zum Beispiel. Das kann mal passieren. Vielleicht ist es auch mal irgendwas Größeres, aber strukturelle Schäden, Motorschäden, sowas kennt man gar nicht mehr, ne? Nee, so gut wie gar nicht. Das sind wirklich Einzelfälle. So, das ist ein Mercedes-Benz, unschwer zu erkennen an dem Stern. Das ist ein Sprinter. Ihr habt die Stoßstange weiß lackiert oder kommt die so? Die kommt so, die ist im Pepper Sondermodell mit serienmäßig mit bei. So, und den wollt ihr jetzt verkaufen. Ja. Das Coole ist, da ist ein richtiger Rabatt dabei. Zeig mal bitte. Also gegenüber der Liste ist er um 19.399 € reduziert. Die Mehrwertsteuer ist natürlich ausweisbar. Im Fahrzeugbrief steht der Händler drin, nämlich die Firma Verge und Welz. Das ist natürlich immer gut, wenn man das Ding mal verkaufen will, kann man sagen, es war ein Vorführwagen bzw. auch ein Mietwagen, aber ein Mietwagen vom Händler, der auch Knaus Vertragshändler ist. Ihr seid einer der größten Knaus-Händler Europas, habt wirklich Tausende Knaus verkauft und das Ganze ist, muss auch sagen, dass einer der Geschäftsführer ist absoluter Knaus-Spezialist, denn er hat selber bei Knaus gearbeitet. Das ist so. Der Matthias Welz war da selber tätig. Ja, und das Ganze kennt jede Schraube. Da gibt es ein Foto, das kennst du. Da steht ein älterer Knaus im Neuzustand neben einem Morello. Genau. Das kennst du, das Foto. Und da haben wir auch ein Video zugedreht. Kompaktes Auto, 7 Meter Länge. Ja, 6,99, 2,30 Meter Breite mit der schönen breiten Spurachse. Fährt sich halt super. So, liegt wie ein Brett auf der Straße, wirklich. So ist es. Ja, der hat ein Tiefrahmenchassis. Er hat ein Tiefrahmenchassis. Das heißt, Gesamthöhe bin ich irgendwo so bei 2,90 Meter. Also Alko, was ist da drunter, weißt du es? Nee, das ist kein Alko. Kein Alko. Wir können ja mal drunter gucken. Weinsberg, hier steht's, der Fahrradträger wird abgeschraubt, oder kriege ich den mit? Der bleibt dran. Der bleibt dran. So, guck mal hier. Wir zeigen es mal, dass wir auch ganz ehrlich sind, aber das wird wahrscheinlich, das sind die Klassiker. Kleine Dellen, man kann es kaum sehen, kommen vom Fahrrad. Die kommen vom Fahrrad, genau. Der Vorteil ist natürlich, dass man es sich selber gemacht hat, so dass die erste Delle, worum man sich immer ärgert beim Fahrzeug. Ja, man kann sie jetzt spachteln und lackieren lassen, aber ganz ehrlich, an der Stelle hast du Fahrräder. Nee, da kommt die nächste Macke rein, wenn man da nicht umsichtig ist. Dann kann das schnell passieren mit dem Lenkrad. So, also das, ich meine, das ist ja jetzt kein Neuwagen, aber er ist absolut neuwertig, das werden wir euch gleich zeigen. Der ist jetzt noch nicht endgereinigt, wenn der Kunde den kriegt, alles was funktionieren muss, wird funktionieren. Richtig, wir gehen nochmal durch den Check. Ich sag mal, der kommt ja auch bei jeder Miete zurück und wird dann gecheckt von unserem Personal und anstehende Reparaturen dann auch sofort behoben. Was ich sehe, du hast kaum Kampfspuren mit irgendwelchen Bäumen hier, also das ist auch interessant. Relativ wenig, ja, ist eigentlich eher häufiger der Fall, ja. Also das sehe ich nämlich immer direkt und das sehe ich hier gar nicht. Was er schon mal hat, er hat eine kleine Delle hier. Ja, die siehst du auch, die ist hier. Ja. Aber da, ganz ehrlich, die würde ich im Zweifel ziehen lassen, weil das Coole ist, es ist nämlich kein Sandwich. Ja. Deswegen ginge das sogar. Also ich weiß das aber gar nicht, ich halte mich da mal sehr bedeckt, aber es soll so Dellendoktoren geben, die freuen sich nur auf solche Geschichten. Ja, bestimmt. Die haben auch ein Geschäft dafür entdeckt, ja. So, wir zeigen mal hinten drauf, dass wir das Ganze sehen. Auch hier Zustand. Ich riech mal rein. Ne, super sauber. So kommen die bei euch. Da ist so das Zubehörpaket dabei. Genau, richtig. Tisch, Stühle kann man dann auf Wunsch mitbuchen. Und hier dann die Kabeltrommel, Toilettenchemie, Besen, Warndreieck, Gießkanne. Fahrzeug ist unfallfrei. Das kann man schon mal vorwegstellen. Also der hatte keinen strukturellen Unfall. Auch sehe ich hier, das ist die erste Stoßstange hinten. Warum hat er das nicht? Ganz einfach. Er hat nämlich eine Kamera mit dabei und
die ist unerlässlich, denn das Geld, was man in die Kamera investiert, ist gut investiert. Richtig, die hat einen Weitwinkel, also die hat 2 Blickwinkel, wo man ganz gut was sehen kann. Das Coole ist aber auch das GFK-Dach, was hier dabei ist. Das heißt, Hagel macht ihm auch nichts. Die Beschriftung ist in Ordnung. Also gut, wir gucken mal. Also der Preis ist heiß. Schöne Denn- breite 70er Tür. 70er Tür. 70er Tür, guck dir die Türtafel an. Ja? Das ist ja das Maß von einem Morelo, 70. So ist es, das können wir auch bei Weinsberg. Heißt, du kannst eine Eurobox quer reintragen. So ist es. So, hier steht er. Und da ist er auch nochmal, dass wir das Ganze sehen. Ihr habt ja jedes Fahrzeug bei euch im System. Auch diesen hier, der hat ein verstecktes Hubpad. Genau, das ist in der kleinen Welle oben mit eingearbeitet, sodass sie im Innenraum gar nicht so wirklich wahrgenommen wird. Mit dem Hubpad, das da nämlich unter dem Dach verschwindet. Aber ehrlich, optisch sieht er aus wie der neue, den wir gerade gefilmt haben. Also, da macht man nichts falsch, ne? Da macht man gar nichts falsch mit. So, der 22er zum 23er. Hat sich überhaupt irgendwas geändert? Ne, das ist sogar noch ein 23er, nur ein 22 zugelassen. Hat sich aber nichts geändert. Das heißt, der hat tatsächlich auch das neue Bedienfeld von Truma mit drin, Genau. über das du das ganze Auto steuerst. Richtig, hier kannst du es sehen. Das heißt, du hast zum einen hier die warm Wasser, kannst du einschalten. Dann kannst du hier die Ressourcen, sind sprich wie viel ich da an Batterie, Wasser. Spannung und so weiter, das siehst du alles drauf. Also all das, was man sehen muss auf einem Display, das ist schon Hightech für, also viele haben da 10 Displays, das brauchst du nicht mehr. Das brauchst du hier nicht mehr, genau. Cool. Das Hubpad, komm, wir zeigen das mal. Denn ihr könnt ja einfach das Auto mal googeln. Also dann habe ich schon ganz viele Videos darüber gemacht, über das Auto. Aber Zustand innen, also draußen die Delle ist ja schon mal fair, dass wir das gezeigt haben, die eine, aber die war jetzt nicht weltbewegend, aber dafür gibt es auch einen guten Preis. Ja. Und hier natürlich auch ein schönes Bett mit Lattenrost und auch Ausfallschutz. Also Lattenrost, Rausverschutz, bitte nochmal hoch machen. Das geht wie von Geisterhand, komisch. Du brauchst nur leicht dran zu ziehen. Mit einer Hand. Das war's. Da muss hier noch ein bisschen arbeiten. Das ist so ausnivelliert, dass man eben nicht groß arbeiten muss. Ja, das arbeitet nicht gegen. Das verkantet sich nicht. So, Das ist eine riesen Sitzbank mit Isofix natürlich bei Kindergrundrissen. was für eine Breite habe ich denn hier bei dem Auto? 230. 230. Also ein ausgewachsenes, schönes Wohnmobil mit ordentlichem Verdunklungssystem von Remy, Lederlenkrad mit drin, MBOX, Abstandstempomat, Distronic. Lichtregensensor. Der ist voll. Der hat sogar eine Klimaautomatik. Das hat Die Serie. die Serie. Ja, weil wir eben der Ford hatte, glaube ich, auch eine. Aber ich weiß gar nicht mehr. Hat der Ford eine Klimaautomatik? Nee. Der hat auch eine normale manuelle. So, großer Kühlschrank. Großer Kühlschrank und Ich habe es noch nicht erwähnt, er riecht nicht. Er riecht wie neu. Wolltest du den Kühlschrank auch riechen? Nee, nix, oder? Nee. Sag mal, ist der je benutzt worden, der Kühlschrank? Da oben ist, also ihr reinigt ja die Sachen wirklich gut. Und auch hier, Spüle ist, ja, ihr reinigt sogar in dem Ausguss. Das finde ich schon mal gut. Ja. So, bitte mal öffnen, dass wir das sehen. Da ist eine Sachanlage, ist mit dabei, mit Fernseher. Auch hier mal. Vollautomatisch. Genau. Dann geh ruhig mal vor. Mach mal das Licht bitte an. Müssen wir einmal einschalten, glaube ich, oder? Da, ist schon an. So, extrem geräumiges Bad. Und auch hier kann der Kunde sogar auf Wunsch, was er nicht braucht, eine neue Toilettenkassette kriegen. Die muss er dann bezahlen. Ja, man kann dieses Fresh-Up-Set bestellen, dann kriegt man einen neuen Ring drauf und eine neue Kassette. Ja, man kann es aber auch, das wird also komplett nochmal gereinigt. Wie gesagt, das ist ja Wie es da beim ist. Gebrauchtwagen wird es ja auch nicht ersetzt. Da wird es ja vernünftig gereinigt, dann kann man damit auch leben. So, dann habe ich den Vorteil, das Ding ist einmal komplett oder mehrfach durch die Werkstatt gegangen, wenn Kleinigkeiten waren. Ja, Alle- die Längsbetten, beide auf 2 Meter. Wie du siehst, sind auch die Betten selber gepflegt. Hier ist die Vorbereitung für den zweiten Fernseher. Die ist schon dabei. Die ist dabei, die Serie. Ist das Twin LMB schon da? Twillen MB ist auch oben drauf. Auch die Hekis alle funktionell? Ja, mehr kann man nicht erwarten.
Also das Auto, guckt euch bitte das Video an, gibt es ab November frühestens, aber wahrscheinlich wird es November, Dezember, Januar, so um den Dreh. Es wird noch 5.000, 6.000 Kilometer drauf kriegen. Und über so Kleinigkeiten kann man sich ja noch unterhalten, also wenn da irgendwas ist. Aber wenn ihr da Interesse dran habt, bitte schnell melden, weil die Autos sind extrem gepflegt bei euch. Ihr habt also eine eigene Vermietstation, wo ich wirklich sagen muss, das ist also schon vom Aufwand, den ihr betreibt, hier weiß ich nicht, ob man da wirklich Geld dran verdient, weil ihr habt eigene Mitarbeiter, eigene Serviceleute, eigene Reinigungsteams. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen gehört es mit zum Service, weil viele Leute wollen, bevor sie kaufen, die auch mal ausprobieren. Das ist ja verständlich, wer 100.000 € ausgibt oder 90. Der will auch mal Probe fahren. Will mal Probe fahren, ne? So, und dann komm, wir gehen raus. Gezeigt haben wir euch das Auto in 10 Minuten. Wir haben noch Videos gedreht vom Neuwagen, wobei der sich eigentlich nicht unterscheidet. Also ich habe jetzt bis auf die eine Delle habe ich jetzt nichts gesehen. Ja, insgesamt 3, ne? An der Rückwand 2 und die an der Seite. Ja, wenn man vielleicht noch ganz genau irgendwo hinguckt, dann sieht man noch was, aber substanziell unfallfrei. Ja. Ich denke, da kriegt man für das Geld, zeig mal bitte, Mercedes-Benz mit richtig toller Ausstattung, wenn ich Unternehmer bin. Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ja. Dann liegen wir noch mal 20%, knapp 20% günstiger. Also da kann man nichts falsch machen. Das könnte zum Beispiel auch ein tolles Schwertransportbegleitfahrzeug sein. Da müsste nur noch ein Rundumleuchter oben drauf, dann kann derjenige, der mitfährt... Aber tatsächlich in der Kundschaft, ja. Habt ihr schon? Ja, haben wir schon, ja. Man kann auch darüber reden, dass zum Beispiel jetzt so ein blaues Anschlusskabel, dass man das mitlegt, oder? Darüber kann man reden. Ja, da kann man darüber reden, ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, danke, Sven. Mit Leo Riedel. Heute machen wir Feierabend und morgen drehen wir weiter mit Matthias Welz. Nächste Woche, heute ist der 15. September, habt ihr Hausmesse. Ich denke, dass wir die Videos vorher noch senden. Wenn ihr Interesse habt, bitte melden bei Leo Riedel. Die Rufnummer ist die 05402 9299 und dann die 27. 27, also die 929927. Habt ihr die gleiche Vorwahl wie Osnabrück selbst? Nein, wir haben die Bissendorfer Vorwahl. Ah, die konntet ihr euch nicht leisten. Was hatte Osnabrück 0541? Oder? Ja, 0541, ja. Ihr habt die 05402 9299. Genau, weil wir im Landkreis sind. Und dann 27. 27. Tschüss, Leo.